Hallo und herzlich willkommen bei So macht Katz das. Weißt du, dass heute ein ganz besonderer Tag ist? Wir werden nämlich diesen 4x4 Würfel zusammenlösen. Und das Tolle dabei ist, dass du dafür nicht mal besondere Vorkenntnisse brauchst. Bei den meisten anderen 4x4 Tutorials, die ich gesehen habe, wurde vorausgesetzt, dass man den 3x3 Würfel schon lösen kann. Ich mache das nicht. Ich löse mit dir diesen Würfel Schritt für Schritt, so langsam und verständlich hoffentlich, dass jeder mitkommen kann. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentration und Geduld. Und natürlich einen 4x4 Würfel. Bevor wir aber einsteigen und die Seiten verdrehen, schauen wir uns den Würfel erstmal genauer an. Also er sieht ja erstmal so aus wie ein 3x3 Würfel, nur dass er eben eine Seite mehr hat sozusagen oder eine Ebene mehr hat. Aber das Besondere beim 4x4 Würfel ist, dass man diese Center, also die 4 Mittelsteine auf jeder Seite, einfach so verdrehen kann. Und das kann man ja beim 3x3 nicht, da stehen die fest. Das heißt, diese Center geben ja die Farbe der Seite an, die die Seite am Ende haben soll. Und beim 3x3 Würfel ist dies Feststehen, das heißt, da kann man nicht viel falsch machen. Da baut man einfach um die Center, dann die Außenseiten dazu und dann passt das. Beim 4x4 Würfel musst du aufpassen, dass du die richtige Farbanordnung bei der Lösung berücksichtigst. Also, dass gegenüber von Weiß die gelbe Seite sein muss, gegenüber von Grün die blaue Seite sein muss und gegenüber von Rot die orangene Seite. Bei den allermeisten Würfeln ist das so. Es kann aber sein, dass es bei deinem Würfel anders ist. Es gibt da ein paar kleine Ausnahmen. Versuch das zu kontrollieren, wenn dein Würfel jetzt schon verdreht ist, dann musst du einfach darauf vertrauen, dass du einen stinknormalen Würfel hast, bei dem die Seiten so angeordnet sind. Okay, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich aber noch ganz kurz 3 Abonnenten von mir grüßen. Das ist zum einen der Panda Cookie, der mich ganz nett daran erinnert hat, doch mal ein 4x4 Tutorial zu machen. Julia Burmeister und der Justus Morgenroth, die immer so nett kommentieren. Ich grüße euch ganz lieb und natürlich auch alle anderen, die ganz tapfer meine Videos anschauen. So, und jetzt starten wir durch und mischen mal ordentlich unseren Würfel. Bis gleich. So, da bin ich wieder, habe meinen Würfel mal ordentlich durchgemischt und wir können mit dem ersten Schritt beginnen. Wir kümmern uns zuerst um die Center, dass wir die Center lösen, also diese 4 Mittelsteine auf jeder Seite. Ich fange jetzt mal mit der weißen Seite an, ist eigentlich egal, mit welcher Farbe du anfängst. Aber da habe ich jetzt schon zum Beispiel 2 weiße Centersteine und muss nur noch die anderen beiden einfügen. Wichtig ist, dass du diese Seite, die du lösen möchtest, also diese Center, nach oben hältst. Und dann schaust du einfach mal auf den angrenzenden Seiten, ob es da schon weiße Centersteine gibt, die du hochholen kannst. Also ich habe die beiden entdeckt, hier ist einer und hier ist einer. Ich fange jetzt mal mit dem an. Also der Centerstein, den du hier hochholen möchtest, muss sich immer auf der rechten Seite befinden, hier rechts unten. Also der ist schon richtig, falls das bei dir noch nicht so ist. Du kannst ja hier die Seite einfach so drehen, dass der dann hier rechts unten ist, in der Mitte. Und hier oben muss ich den Platz frei machen, wo der Stein ja hin soll. Denn sonst drehe ich ja den weißen Stein wieder weg. Und dann führe ich einfach den Algorithmus aus. Ich habe bei den Algorithmen, die ich einblende, auch die Notation dazu geschrieben, also diese Buchstaben. Die musst du aber nicht beachten, das ist nur für die Leute, denen das wichtig ist. Genau. Für dich als Anfänger ist es nicht unbedingt notwendig, aber kannst du dir natürlich auch schon mal mit einprägen. Jetzt habe ich, der ist jetzt hier weg, der weiße Stein, habe ihn hier hochgeholt. Jetzt schaue ich weiter, wichtig ist nur, dass Weiß oben bleibt. Ansonsten schaue ich hier an der Seite, da ist ja noch ein weißer Centerstein und den hole ich jetzt hier nach oben mit nochmal genau dem gleichen Algorithmus. Es gibt da noch was Besonderes, nämlich wenn du den passenden Centerstein auf keiner der angrenzenden Seiten findest. Also wenn der hier
wenn jetzt hier kein weißer Centerstein gewesen wäre, dann wäre der nämlich hier auf der Rückseite gewesen. Falls das bei dir der Fall ist, dann musst du einfach noch kurz warten. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen oder du spulst vor. Weil dann gibt es auch einen ganz einfachen Algorithmus, wie man den dann von hinten nach vorne holt. Ich mache jetzt weiter mit der gegenüberliegenden Seite. Das ist gelb. Das haben wir uns ja vorhin angeschaut. Also drehe ich den Würfel um und würde jetzt hier das gelbe Center aufbauen. Ist leider noch gar keiner da, aber es macht nichts, tun wir jetzt. Ich sehe jetzt hier schon gleich zwei gelbe Centersteine nebenan. Es gibt auch einen Algorithmus, wo man zwei Steine gleich nach oben holen kann. Aber ich wollte für dieses Anfänger-Tutorial so wenig Algorithmen wie möglich verwenden. Es sind trotzdem noch genug. Deshalb führen wir jetzt einfach diesen Algorithmus ein bisschen häufiger durch. Dann bleibt er auch besser im Gedächtnis. So, jetzt noch den zweiten Stein, den drehen wir wieder dahin. Also weiß gegenüber von gelb. Jetzt müssen wir wieder schauen, was machen wir als nächstes. Ich mache jetzt mal mit der blauen Seite weiter. Die baue ich hier auf. Also schaue ich wieder, gibt es an den angrenzenden Seiten, da ist ein blauer Stein und den hole ich jetzt hoch. Guck mal. Ja, jetzt haben wir Glück, jetzt kann ich dir auch den anderen Sonderfall, oder ein Sonderfall ist es nicht, den anderen Fall zeigen, wenn die Steine sich auf der Rückseite befinden. Da verwenden wir den zweiten Algorithmus, der ist sogar noch einfacher. Allerdings musst du für diesen Algorithmus diese Seite, die du vervollständigen willst, das Center, zu dir drehen, nach vorne. Und muss gucken, dass hier vorne rechts unten frei ist, weil da wird der Stein hingeholt und dann schauen wir mal kurz, wo das hinten ist. Da musst du den Stein auch so hindrehen, an diese Stelle. Rechts unten, also rechtes unterer Mittelstein. So. Und das ist ein ganz einfacher Algorithmus. Und schon haben wir den nach vorne geholt. Jetzt haben wir noch den zweiten blauen Stein. Der ist sogar schon da, wo er sein soll. Den holen wir jetzt nur noch nach vorne. So, also blaues Center haben wir auch gelöst. Jetzt muss ich noch mal schauen, was kommt. Also gegenüber von blau kommt ja grün. Also hier. Jetzt drehe ich wieder nach oben das grüne Center und schaue an den angrenzenden Seiten, wo ich einen grünen Mittelstein finde. So, jetzt hole ich den wieder hoch. Da ist noch einer. Gut, jetzt haben wir schon fast alle Seiten. Es fehlt jetzt noch also Rot. Da sind wohl alle auf der Rückseite, die wir brauchen. Also drehen wir den wieder so zu uns, die rote Seite, und gucken, dass hier unten frei ist. Und da ist der rote Stein, den wir jetzt vorholen.
Und wir holen noch den zweiten. So, jetzt dürften alle Centersteine gelöst sein, wie du siehst. Ich hoffe, das hat bei dir geklappt. So schwer ist das wirklich nicht. Der nächste Schritt, den wir jetzt noch machen, ist, dass wir diese Kantensteine zu Paaren zusammenfügen. Und zwar immer genau 2 gleiche Kantensteine. Ich würde jetzt hier zum Beispiel einfach mal mit Orange-Weiß anfangen. Es ist wirklich völlig egal, mit welcher Farbe du anfängst und ob die schon an der richtigen Seite ist oder nicht. Darauf achten wir jetzt noch gar nicht, denn es würde gar nichts bringen, diese Kantensteine jetzt schon an die richtige Seite zu setzen, weil durch die Paarung der anderen Kantensteine schiebst du die sowieso wieder woanders hin. Von daher ist es ganz einfach, du brauchst jetzt gar nicht groß aufzupassen, sondern nur immer 2 gleiche Kantensteine nebeneinander holen. Also, ich fange jetzt wie gesagt mit Orange-Weiß an und schau mal, wo sich denn der zweite orange-weiße Kantenstein befindet. Der ist hier hinten, also hier vorne. Ich muss immer schauen, dass die sich hier vorne auf der Vorderseite gegenüber liegen. Also, dass hier, entweder hier oben oder hier unten, der erste Kantenstein ist und hier oder hier der zweite Kantenstein. Das heißt, ich muss den jetzt hier einfach nach vorne holen, den orange-weißen Kantenstein. Indem ich die äußeren Ebenen drehe, dann mache ich ja nichts kaputt. Also ich habe ja bis jetzt nur die Center gelöst und die bleiben ja, wenn ich die äußeren Ebenen drehe. Ich habe jetzt auch Glück, denn das ist auch noch wichtig, die müssen sich hier auf Augenhöhe sein sozusagen, bevor ich die paaren kann. Sollte bei dir das der Fall sein, dass ein Stein hier ist und der andere hier, also die nicht sozusagen auf Augenhöhe sind, dann müsste man da noch einen Algorithmus dazwischen schieben, einen kurzen, um die in eine Ebene zu holen und dann kann man sie paaren. Also falls das bei dir der Fall ist, schau einfach nur kurz zu, ich gehe da gleich noch drauf ein oder fang einfach mit einem anderen Kantenstein an. So, die haben sich jetzt hier auf der linken Seite gepaart. Jetzt mache ich einfach beliebig weiter. Ich nehme jetzt mal den gelb-blauen Kantenstein. Der andere, der sitzt hier oben gleich. Den drehe ich mir erstmal rüber auf die linke Seite, weil da brauche ich ihn, und dann nach unten. Jetzt sind die halt wieder auf gleicher Höhe, passen gleich, sodass ich den Algorithmus eben sofort ausführen kann. So, die haben sich jetzt hier gepaart und ich mache weiter mit Blau-Rot. Der sitzt auch gleich hier und auch wieder auf gleicher Höhe. Dann mache ich weiter mit Weiß-Rot. So, jetzt haben wir es, genau. Der eine ist hier oben und der andere ist hier unten. Jetzt führen wir den Algorithmus aus, um die erstmal auf gleiche Augenhöhe zu holen. Ganz einfach. So, wie du siehst, sind sie jetzt beide auf der gleichen Ebene. Jetzt kann ich den ganz normalen Algorithmus zur Paarung ausführen. So, und die haben sich jetzt hier gepaart. Dann mache ich mal mit Rot-Gelb weiter. Das da unten. Drehe ich es wieder auf die linke Seite und dann nach oben. Und die muss ich auch erst auf die gleiche Höhe wiederholen. So. Gelb. Also grün-gelb ist jetzt hier hinten. Das heißt, ich kann den Würfel einfach umdrehen. Jetzt habe ich hier grün-gelb und hier grün-gelb.
und sind sogar schon auf einer Höhe. So, jetzt habe ich alle Kantensteine zu Paaren zusammengefügt und ab jetzt wird es noch einfacher, also besonders dann, wenn du den 3×3 Würfel schon lösen kannst, denn wir tun ab sofort einfach so, als wenn wir einen 3×3 Würfel lösen wollen. Wir haben ja die Mittelsteine zu Centern zusammengefügt, das heißt, wir können da einfach so tun, als ob das ein Mittelstein wäre. Nicht 4, sondern einer. Und bei den Kantensteinen tun wir das genauso. Die Paare, bei den Paaren tun wir einfach so, als wenn das ein Stein nur wäre. Und dann funktioniert es ganz einfach nach der 3×3 Lösung. Bis auf ein paar kleine Sonderfälle, die auftreten können, aber das kriegen wir auch hin. Das machen wir alles im zweiten Teil des Tutorials. Da löse ich mit euch den Würfel zusammen. Wer den 3×3 Würfel schon lösen kann, kann es ja erstmal alleine versuchen. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder im zweiten Teil. Was mir noch wichtig ist zu sagen, wer gerne etwas in der Hand hält, ein Stück Papier oder so, der kann ja gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen, denn ich habe auch eine schriftliche Anleitung geschrieben, eine ausführliche Version, und werde in Kürze auch noch eine Kurzversion erstellen, die du dir einfach kostenlos runterladen und ausdrucken kannst, wenn du das möchtest. Dann brauchst du nicht immer das Video anschauen, sondern hast diese Algorithmen einfach auf Papier vor dir liegen. Okay, dann bis später. Ciao!